So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem ganz spannenden Talk. Das Magazin TV Travel News und www.Südafrika-TV.com begrüßen Sie zu einer spannenden Talkrunde hier auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin am Stand von Südafrika. Und wir freuen uns sehr, dass diese Herren alle den weiten Weg hierher gemacht haben, denn wir wollen uns gemeinsam einem wunderschönen Thema widmen, das da lautet 20 Jahre Demokratie in Südafrika und damit 20 Jahre Entwicklung der Tourismusindustrie. Ich stelle Ihnen unsere Talkgäste einmal kurz vor. Zu meiner Linken zum einen Thulani Zima, CEO South African Tourism. Welcome. Great to have you here. Herr Michael Frese, Managing Director von der Tour. Ebenfalls schönen guten Tag, toll, dass Sie da sind. Andreas Wenzel, der CEO von SAFRI, spricht man das so aus? Richtig, ja. Southern Africa Initiative of German Business, ein wunderschöner Titel. Und Kendi Poleli, Acting General Manager Commercial South African Airways. Welcome to you as well. Sie haben es schon gemerkt sicherlich, wir haben deutschsprachige und natürlich auch englischsprachige Gäste heute bei uns. Das heißt, wir werden ein bisschen hin und her switchen zwischen den beiden Sprachen, aber ich bin mir ganz sicher, Sie werden alles verstehen und wenn nicht, wir übersetzen das Ganze. Mr. Nzima, welcome to Berlin, welcome to the International Tourism event here in Berlin. The first question that I would have to you is, when you look back 20 years, because the theme of this talk is 20 years of democracy, 20 years of tourism, how did South Africa start its tourism growth and how has the tourism sector developed since then, in the past 20 years? Thank you very much. We are very excited about celebrating 20 years, both of democracy and the development of tourism to South Africa. If you look back to 1994, South Africa only had 3.6 million tourists visiting our country. We have since grown to a figure of 13.4 million by the end of 2012. Looking at the current financial year, the period up to the end of October last year, we continue to grow tourism at the rate, arrivals in South Africa at the rate of about 10%, and we're converting that number to 4% growth in tourist arrivals. If you look at the kind of things that we have done as a country, we have created tourism as a very important source of job creation and a significant contributor to the economy of South Africa, and we think that is very important going forward as well. We have diversified in terms of the product offering that South Africa is having. We grew from a traditional safari experience to one where we now offer a variety of tourist experiences, from adventure to lifestyle to heritage and culture. These are going to be very important going forward, and we want to make sure that the German tourists do understand that South Africa has quite a lot to offer. It's not a one-dimensional type of tourist destination. It is a value-for-money destination. It is a kind of destination which evokes emotional, heartfelt connections when you visit South Africa. So it's very important for us that we continue on that trajectory at a time when the global economic environment is still very competitive. A lot of countries haven't fully recovered from the challenges of their economic past. But we believe that what South Africa is offering now is actually going to put us in a good position to continue to grow tourism going forward as an important contributor to the economy. The third most important in the total economy of South Africa. The kind of revenue that we are generating from tourism is quite significant. So you have a couple of really great set goals and you're very proud of what you've achieved so far. You just mentioned German tourists. And I would like to direct the question to Herr Frese. Herr Frese, wann waren Sie denn das erste Mal als, sage ich jetzt mal, Tourist, als Urlauber in Südafrika? Wie häufig seitdem und was hat sich für Sie auch vom Gefühl her verändert? Das war Anfang der 90er Jahre. Danach war ich viele Mal wieder in Südafrika, habe ganz Südafrika, auch Namibia durchreist. Selbst seinerzeit noch als Einkäufer, als ich die verschiedenen Hotelsverträge geschlossen habe. Insofern glaube ich, kenne ich Südafrika ganz gut. Wir haben darüber hinaus unsere wichtigste Schulungsveranstaltung für die Reisebüros. Ein Großteil der Reisen, die in die Ferngebiete verkauft werden, werden über Reisebüros verkauft. Und wir haben zweimal die sogenannte Der Tour Reiseakademie in Südafrika abgehalten. Da holen wir über 700 Reisebüro-Mitarbeiter in das Land, zeigen ihnen das Land,
führen dort Schulungen durch. Das ist zweimal in Südafrika gewesen. Das zeigt alleine schon, wie wichtig auch Südafrika für uns ist. Und was hat sich seitdem verändert? Im Grunde genommen, ich glaube, das Wichtigste, was sich verändert hat, ist die Einstellung. Aus Sicht des Kunden oder aus Sicht des Touristen hat sich die Einstellung zu Südafrika geändert. Früher war Südafrika immer belastet mit einem Sicherheitsgefühl. Man hatte immer die Frage, bin ich sicher, kann ich dorthin reisen, passiert mit. Das ist vollkommen weg. Wer heute nach Südafrika fährt, der fühlt sich sicher, geborgen und wohl. Und das hat vor allen Dingen den großen Auftrieb gegeben und den Sprung nach vorne. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das immer mit Arbeit verbunden, werden Sie in Zukunft auch sicherlich auch das eine oder andere Mal da Urlaub machen wollen, ohne dass Sie arbeiten, oder? Ja, ich habe noch ein Jahr zu arbeiten, um das ganz genau zu sagen. Ah, okay. Und werde dann in Ruhestand gehen. Der wird zwar nicht in Südafrika stattfinden als Lebensraum, als ständiger Lebensraum, aber ich habe mir schon vorgenommen mit meiner Frau all die Ziele, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, privat zu bereisen, die ich bisher immer dienstlich bereist habe. Und da zählt Südafrika ganz sicherlich dazu. Also für Sie auch hochgesteckte Ziele. Es ist ja auch immer ganz wichtig, dass man etwas hat, auf das man sich freut. Herr Wenzel, kommen wir direkt zu Ihnen. Wir sprechen ja die ganze Zeit über ganz wichtige Daten für den südafrikanischen Tourismus. Wann wurde denn Ihre Organisation gegründet und aus welchen Gründen heraus wurde sie überhaupt gegründet? Ja. Mit welchen Zielen? Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Es gibt natürlich einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Gründung und Initiierung von SAFRI und der Transformation in der Republik Südafrika. SAFRI wurde 1996 gegründet als Antwort der deutschen Wirtschaft auf die Demokratisierung in Südafrika bei der Gelegenheit, als damals der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl zu einem Staatsbesuch in Südafrika war, um dort Nelson Mandela zu treffen, hatte man aus dem Bundeskanzleramt heraus gemeinsam mit der Wirtschaft die Anregung aufgegriffen, eine Initiative der deutschen Wirtschaft für Südafrika, für die Region südliches Afrika ins Leben zu rufen. Und zwar ganz klar mit zwei Zielen. Einmal die deutsche Wirtschaft aufmerksam zu machen auf den Wirtschaftsstandort Südafrika, südliches Afrika. Südafrika nach dessen und in Begleitung seiner Transformation als Wirtschaftspartner zu sehen und zu verstehen und durch dieses Hinweisen auf Geschäftschancen und Möglichkeiten in Südafrika auch proaktiv und positiv den Transformationsprozess in Südafrika zu begleiten. Great. So we heard a couple of things about the growth of tourism, how great the destination is, and especially about the economic side and the work between Germany and South Africa. Mr. Polili, there are many ways to get to South Africa. Swimming, by boat. The best is probably flying with South African Airways. And South African Airways is celebrating its 80th birthday this year. How would you look back at the past 20 years and especially what has happened with South African Airways? Yeah, I mean, you're quite right. I mean, we're celebrating our 80th birthday this year, which is very exciting because it comes in at the same time as the country is celebrating 20 years of democracy, so it's quite significant. I mean, I'll look at it from a German context. We are very committed to the German market. If you look back 20 years ago, we had 5 flights a week going into Frankfurt. Where we are right now, we're flying both to Munich on a daily basis. We fly to Frankfurt on a daily basis. It's a significant market for us, and that's the kind of relevance that we put to it. In the last 20 years, also, we've joined the Star Alliance group of airlines, so we've really focused a lot on our product, our alliances, and making sure that our customers are able to travel anywhere in the world. So if we should not be able to fly you there, we have a partner airline that flies you there. Having said that, I mean, 20 years ago, we had a very limited network. At that stage, South Africa just came out of sanctions. At that stage, South African Airways wasn't allowed to fly everywhere in the world. Where we are right now, we fly to every continent. So we have flights into Australia, into Asia, Indian subcontinent, into Europe, North America, as well as even South America as well. So quite a significant play in the African context, getting tourists to Africa. But most importantly, we focus a lot on our operations over here in Germany, and they're doing very, very well. Just to add on, 20 years ago, we had about 40,000 passengers that used to fly from Germany to South Africa on holiday and business. Where it is right now, we transport just over 80,000 last year in 2013 from Germany to South Africa. So very, very significant numbers. And I was one of them. You were one of them with your family. One of the 80,000 last year. Herr Wenzel, wir haben eben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Sie bisher immer
die Arbeit mit ein bisschen Vergnügen verbunden haben. In Zukunft wird das Vergnügen mit weniger Arbeit sein. Jetzt aus Ihrer Sicht, wir haben eben auch gerade ein bisschen über die wirtschaftliche Seite gehört, über die industrielle Seite. Wie hat sich die denn entwickelt und wie gibt es, also was ist da Ihre Perspektive auch auf das? Achso, Entschuldigung, ich habe Herr Friese, Herr Wenzel natürlich. Was ist da Ihr Einblick in das, was da passiert gerade? Ja, Entschuldigen Sie, Herr Friese. Aber ich wollte trotzdem noch mal sagen, dass ich mich freue, dass Sie bald mehr Zeit haben werden. Wir haben die Kurve gekriegt. Ja, in der Tat. Also seit 1994 hat sich Südafrika für die deutsche Wirtschaft zu einem signifikanten Handels- und Investitionspartner entwickelt. Wenn wir uns das heute anschauen, dann haben wir einen Bestand deutscher Direktinvestitionen in Südafrika von ungefähr 6 Milliarden Euro. 600 deutsche Firmen produzieren in Südafrika, sind in Südafrika investiert, beschäftigen ungefähr 90.000 Menschen. Was wird denn da produziert? Wir sind einmal sehr stark im Bereich Automobilindustrie. Die 3 großen Hersteller, Volkswagen, BMW und Daimler, haben eigene Produktionsstandorte. Mit der Automobilindustrie, mit den Herstellern sind eine ganze Reihe auch Zulieferer in Südafrika. Darüber hinaus sind aber auch die deutschen Chemiekonzerne, Spezialchemiehersteller vor Ort aktiv. Das geht auch in den Textilbereich, geht in die Agroindustrie. Südafrika hat eine sehr diversifizierte Wirtschaft und so ist auch der Footprint der deutschen Wirtschaft in Südafrika sehr vielgestaltig. Und wir sind der zweitgrößte Investor in Südafrika und Deutschland ist für Südafrika auch der zweitwichtigste Handelspartner weltweit. Wenn wir uns das nochmal aus deutscher Perspektive angucken, der deutsch-südafrikanische Warenaustausch beträgt aktuell ungefähr 14 Milliarden Euro. Das heißt, Südafrika gehört zu den Top 10 Nicht-EU-Handelspartnern der Bundesrepublik, der deutschen Wirtschaft und spielt damit so ungefähr in der Größenordnung von Kanada, Mexiko, aber auch Indien. Also die deutsch-südafrikanischen Wirtschaftsbeziehungen sind für beide Partner von sehr großer Bedeutung. Aber das soll sich noch ändern, sicherlich. Das ist seit 1994 in einem stetigen Wachstumsschub begriffen und wir sehen auch viele Möglichkeiten für weiteres Wachstum. Aktuell haben wir die Themen erneuerbare Energie, Energieeffizienz, energieeffizientes Bauen und Wohnen, die Erweiterung der Energieproduktion in Südafrika und hier sind deutsche Unternehmen sehr stark auch einbezogen. Mr. Nazima, earlier on we were talking about the development of tourism in South Africa and the set goals that you mentioned are 15 million tourists in the year 2020 as a set goal. Where are you at the moment and how do you want to achieve that goal? Well, we are tracking very well. Like I indicated earlier on, last year already we closed at 13.4 million arrivals. So we're quite close to the target. But we continue to improve, we continue to set new goals for ourselves. If you look at this market here, to the end of 2012, we had received in South Africa 266,000 tourists coming from this market. It was also a kind of market that continues to show growth even during the very harsh economic challenges of the past. And we also looked at the end of the end of October last year. We had already generated 234,000 arrivals going to South Africa. So it's looking very good, growing at about 14.8% out of this market. The German market remains very important for us. It's the 3rd largest source of long-haul tourists to South Africa. But we believe that the growth that we are registering in Germany, if I were to speak about that, is to a large extent a result of the work that we've been doing. Following the Soccer World Cup, we didn't rest on our laurels. We continued to market the country, taking advantage of the exposure that we had, and we embarked on a campaign called the 20 Experiences in 10 Days. That helped quite a lot. It exposed couples from different parts of the world in our core markets to go and experience South Africa and tell their stories in terms of how they interact with South Africa. I think the most critical part of our success lies in the fact that we have people who are very warm, who are very welcoming. That gives us a competitive and sustainable edge when we are out there. And also the fact that the marketing messages that we have in the German market and the world over resonates with people who are now looking for authentic experiences when they go on holiday. They want to go there and experience the lifestyles of people where they go to. We are also a destination that embarks on responsible tourism.
So it's very important that the environment in which we are operating, where tourists go to, is very sustainable and it is a responsible kind of environment. That's where we are at the moment. When people visit our country, it's an invitation to come and meet South Africa. And we believe that that experience alone will profoundly change you. And as some of you have experienced the country, you tend to visit not once, twice, 3 times. Also coming out of the Soccer World Cup, it was actually a very important platform for us to showcase South Africa for its capabilities, the infrastructure that we have, the conference facilities, hotels, as well as some of the subtle messages that were difficult for us to communicate before the Soccer World Cup. We have managed to do that and converting a whole lot of new people. In fact, about 59% of the people who visited our country were going during the Soccer World Cup. Were going there for the first time. Okay. And 90% of them will always go back to South Africa. 96% will recommend South Africa to someone else. We believe that is very, very important. It gives us an edge going forward to be able to attain those huge targets that we are setting for ourselves as a country. I've been there once and I will definitely return. So you have another tourist that will definitely come back. So, jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Frese. Jetzt endlich zu Ihnen. Herr Frese, wir haben es eben gerade gehört, es gibt bestimmte Ziele, die sich South African Tourism gesetzt hat, bis zum Jahr 2020. Auf jeden Fall 15 Millionen Touristen, die das Land besuchen sollen. Sie haben eben schon ein paar Punkte angesprochen, wir haben das von Herrn Nisima auch gehört, seit dem World Cup im Jahre 2010, was sich da alles verändert hat, wie die Leute da auch darauf reagiert haben. Sie haben die Sicherheitsbedenken eben einmal kurz angesprochen, die es in der Vergangenheit gab, die jetzt nicht mehr so wichtig sind. Wie sehen Sie denn mittlerweile auch das, was das Land zu bieten hat? Für Sie als jemand, als Partner, der im Prinzip ja auch viele Leute motiviert, nach Südafrika zu reisen? Also ich glaube, der Tourismus nach Südafrika ist, wenn man dem Thema jetzt folgt, wie war Südafrika vor 20 Jahren bis heute, hat sich grundlegend geändert. Es war tatsächlich so, dass die Sicherheitsbedenken damals eine relativ große Rolle gespielt haben. Das hat darin gemündet, dass entweder Gäste nach Südafrika gefahren haben, die das Land sehr, sehr gut kannten, die sich frei bewegten und diese Unsicherheit nicht hatten, weil sie schon mal da waren, oder aber sie sind organisiert gereist im Sinne von begleitet, in Gruppen, mit Bussen. Das hat sich grundlegend geändert. Wir haben heute eine Klientel im zunehmenden Maße, die sich einen Mietwagen mieten, die sich unterschiedliche Unterkünfte an unterschiedlichen Stellen mieten, die in die Städte gehen. Es war früher kaum denkbar, nach Johannesburg zu gehen. Heute haben wir Gäste, die bleiben 3-4 Nächte in Johannesburg. Wir haben selbstverständlich Gäste, die lange in Kapstadt bleiben, sich die Kapregion ansehen. Das heißt, Südafrika ist ein wirklich, man kann eigentlich sagen, normales Land geworden. Und die Investitionen, die dort getätigt wurden, und auch das ist wahnsinnig wichtig für einen Tourismus, das sind keine Investitionen, die von 2-3 großen Firmen erstellt wurden. Dort wurden keine riesigen Hotels gebaut mit All-Inclusive-Anlagen, wo die ganzen Kunden hingefahren werden, dort bleiben und wieder zurückfahren, sondern sie bewegen sich durch das Land. Damit verteilt sich auch das Einkommen, das ein Tourist ausgibt, auf das ganze Land. Sie tanken, sie fahren mit dem Auto, sie gehen in unterschiedliche Restaurants, sie wohnen in unterschiedlichen Häusern. Das wiederum gibt dem Land die Kraft, auch kleine Privatbetriebe groß werden zu lassen oder sagen wir, überleben zu lassen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr gesunder Tourismus. Und der hat sich in Südafrika wirklich manifestiert. Und dann darüber hinaus, ich meine, da kann man sagen, was man will, das Land war schon immer traumhaft. Und jetzt kommt eben noch die Infrastruktur und die Sicherheit und die Behaglichkeit dazu. Also die Voraussetzungen für Südafrika sind, ich würde sagen, wirklich fast unendlich. Südafrika ist einzigartig, das muss man wirklich nicht sagen. Und zurzeit haben wir eine Währungsparität, die sensationell ist. Ich meine, der Rand steht bei 15. Vor 3 Jahren war er noch bei 9, also 9 Rand pro Euro, jetzt bei 15 Rand pro Euro. Wenn jetzt einer zum Essen geht, würde er sich wundern. Das ist weniger als bei uns das Trinkgeld. Definitiv. Also es lohnt sich auf jeden Fall und das macht Sinn. There's an interesting fact because we were talking about safety in South Africa. I was in Los Angeles and I met the people from Marvel. You know, Marvel, the Marvel Universe, and they produced one of the new movies, Avengers Assemble. I don't know if you've heard about this, with all the superheroes in Joburg, in Johannesburg. And they told me they never felt safer
with that production than in Joburg. You know, people have returned and they said, we felt so safe because they've shot the movie all over the world, and they said, we felt so safe, people were so nice to us, we're definitely going to come back. A Long Walk to Freedom was shot in South Africa, in Cape Town. So it's a great destination, especially for big productions coming from the outside in the future. Well, I think that's very interesting, because we would like to hear it from people outside of South Africa, confirming for themselves that what we have been hearing about is perceptions of safety and security. It doesn't mean that South Africa is riddled with crime all the time. And in fact, we have attracted the most important movies that have been shot both in Cape Town and Johannesburg. At the moment, we have a huge blockbuster that's happening there. It was jamming the streets of Johannesburg. It's jamming the streets of Cape Town now. A huge blockbuster that is shot in South Africa. It's not the only one. We are also a destination, by the way, for honeymooners who come to South Africa. It's a very attractive destination for that. And I think it's testimony to the fact that like any other big country, like any other big city, there are places here in Germany as well, where as a local you have to be a little bit careful. It is the same in London. I've been to New York. It's exactly the same thing. To a large extent, our challenge is based in the fact that we need to bring a lot more people who can experience the country, go to those kind of places that are considered unsafe, and live to tell the story. This is the reason why when we have different events such as the Soccer World Cup, it gives us an opportunity to dispel the myth that South Africa is in flames all the time. It is also the reason why when we have events like jazz festivals, we bring journalists there. On a continuous basis, we bring tour operators, our key trade partners, to go and experience the country. It is much more believable when a third party tells the South African story and how safe it is to be in South Africa. We're not going to buy a billboard outside Frankfurt and tell the world that we are a safe destination. But I think when people have been to our country and want to go back twice, 3 times around here, there are people who have already found a home in South Africa. That's because they have actually proved for themselves that South Africa is quite a safe country to live in. It's a safe country to holiday as a tourist. We believe that all we need is support. I mean, word of mouth is definitely one thing to get people to travel to South Africa, but on the other hand, is there a plan to sort of have a global campaign to get people to travel to South Africa? I mean, is there something that's up on the horizon that you're planning? Well, definitely there is a plan to get people to travel to South Africa. There is no plan to go out on a campaign that says, come to South Africa because we are a safe destination. We're not going to provoke people in that regard. The campaign that we're talking about is, if you look at our marketing campaigns this year, we continue to market on the basis of an invitation to come and meet South Africa. In this country, the heartbeat connections is very, very important. It is an opportunity for people to connect in a very authentic manner. And that's very important. It is also important for us that we begin to diversify our product range. Like I said earlier on, we've been successful as a safari destination, but we need to tell people that South Africa is much more than just a safari a destination. It is also a good value for money. The growth that we have registered is also, to a very large extent, a tribute to our partners in the trade, like the Dare Tours of this world, who have for too long focused in marketing South Africa. We have embarked on training and making sure that our tour operators and trade partners understand how best to sell South Africa, including educationals, getting them to visit South Africa. We also continue to bring media to South Africa that can tell their stories about the country. So there are campaigns that we are embarking on around the world that are yielding good results, and we work very closely even in South Africa with our partners. Our belief, sincerely, is that tourism is a collaborative function. We can't do it alone. We need all the key stakeholders to work very closely with us, then we can deliver value. And we continue to thank those in Germany and in South Africa who have faith in our country to continue to support us. Just the last point, last year, for the first time, Thomas Cook gave us a significant vote of confidence when they brought over 70 of their journalists to South Africa. This was the first time that they took this
a press conference to South Africa as a long-haul destination. And the choice of South Africa is beginning to yield positive results for us. And we say thank you very, very much for that kind of initiative. And I'm sorry, Michael, but you must follow suit. So it was a significant vote of confidence that they felt this is the destination for the future. They would like to be there with us, and many others will follow. And it was the top range, and South African Airways was also there supporting us. Thank you very much for that. What I just want to say, Tulani, is the 70 journalists that came to South Africa in October and November, the unique thing was they didn't go to Cape Town. They actually had their conference in Johannesburg, right in the middle of town, where they were shooting this movie as well, Avengers. So, so the myth of Johannesburg or South Africa in terms of issues, it has really gone away. And I just wanted to say, I was recently in Australia, New Zealand, the US. South Africa very much now is like an aspirational brand. Even for those who haven't traveled, who have maybe a different destination on their mind, South Africa is one of those where they still want to go. And the more people I talk to in the different countries far away, you can very much hear that South Africa is on that to-do list. If it's not this year, it might be next year, it might be the year after. And that's a huge, huge campaign to get that awareness that I have to go to South Africa at some stage. Mr. Polili, I mean, talking about it, we heard what South Africa's planning, we heard what South Africa will become. We know about the economy and the way that Germany is working with South Africa. What is South African Airways doing about, getting tourists to South Africa, making sure that this is the airline to choose if you want to go to South Africa? Well, a lot of what we're doing is certainly focusing on our quality and service. So, and it very much attaches to what Tulani was saying. And we see the airline as an extension of the country and of the brand. In the case of South African Airways, the last 12 years, we've been voted by Skytrax, by consumers, by customers, in terms of quality, service, experience, consistency, as a 4-star grading for 12 years in a row. And that kind of shows you, where our focus lies. Because, like Tulani says, we don't want to just have a billboard there that doesn't speak to anything. It has to mean something. What we also recently did in the German market, as of January, we put a new aircraft in, an aircraft that had 25% more seating capacity. So I think if the numbers are right, it's something like 23,000 more seats that we're offering in the German market between Munich and Johannesburg. And our flights out of Frankfurt are also doing very, very well. And if that develops, we'll keep investing in that as well. We heard from Mr. Nizami what their set goal is, South African tourism, what they want to achieve. What does South African Airways want to achieve within the next couple of years, up until 2020? I mean, how many people would you like to travel with South African Airways to South Africa? I mean, are there numbers out there that you have set as a goal? No, what we have is, what we're busy doing right now is reviewing actually our long-haul fleet. That very much is a key component what South African tourism needs to hear as well, which is we want to put in our aircraft to destinations where there's business travel, where there's holiday travel, and that's really what we're focusing on. So what we're doing right now at this stage is we're reviewing our fleet selection. So the next 3-4 years we're coming out with a brand new fleet that will actually be able to fly non-stop to the destinations where we're looking for tourists to come from. Fantastic. Herr Wenzel, wir haben jetzt so ein bisschen gehört, was auf der touristischen Seite alles passiert. Wie sieht es denn aus mit den Investments auf der wirtschaftlichen Seite und wie wichtig ist das auch für das Land und was wird sich dadurch noch verändern, glauben Sie? Ja, ich denke, wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen und auch die letzten 20 Jahre uns betrachten, die Zahlen hatte ich vorhin genannt, aber wir müssen ganz klar festhalten, Südafrika ist politisch wie wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte, die auf der Welt ihresgleichen sucht in den letzten 20 Jahren. Und Südafrika hat auch heute, 2014, die große Chance, im globalen Konzert von dem Aufschwung auch des Kontinents, von Subsahara-Afrika, zu profitieren. Wir haben viel über Wahrnehmung gesprochen, die sich verändert hat. Und so wie sich die Wahrnehmung in Bezug auf die Sicherheitssituation in Südafrika verändert hat, so verändert sich zurzeit auch ganz aktuell die Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents als Wirtschaftsfaktor, als Standort für Investitionen oder als Handelspartner. Ich war auch erst letzte Woche in Johannesburg gewesen und viele der in Johannesburg und Südafrika ansässigen deutschen Unternehmen betrachten nun ihre Operations
in Südafrika, nicht mehr nur für den südafrikanischen Markt, sondern schauen von dort auch in die Nachbarländer und nicht nur in die Nachbarländer, sondern sogar nach Ostafrika, nach West- und Zentralafrika. Und von daher gehen wir davon aus, dass sich der Eindruck der deutschen Wirtschaft in Südafrika noch weiter verstärken wird. Wir werden den Fokus nicht mehr nur sehen auf den lokalen südafrikanischen Markt, sondern Südafrika tatsächlich so ein Stück weit als Gateway oder Sprungbrett auch für Aktivitäten auf dem afrikanischen Subkontinent. Wenn wir in Zahlen sprechen, heißt das, dass wir auf alle Fälle sehen werden, dass sich die deutschen Direktinvestitionen in Südafrika auch in den nächsten 10 Jahren mit Sicherheit um 50-100% vergrößern werden. Die Incentives der südafrikanischen Regierung sind da. Der deutsch-südafrikanische Handel wird weiter wachsen, weil Südafrika auch eine Funktion als Verteilzentrum für das südliche Afrika und Subsahara-Afrika auszeichnet. Ich denke, wo wir noch viel auch arbeiten werden, zusammen mit unseren südafrikanischen Partnern, ist in Bezug auf die Qualität der Beziehungen. Die südafrikanische Wirtschaftspolitik hat einen sehr starken Bezug zur Transformation, politischen und gesellschaftlichen Transformation des Landes. Und hier sehe ich große Aufgaben, aber auch großes Interesse der deutschen Wirtschaft, das Thema Transformation der Gesellschaft proaktiv auch als Chance zu sehen und verstärkt mitzugestalten in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Also es ist auch eine strategische Partnerschaft. Im Prinzip, was Sie, ne? Selbstverständlich, das ist ganz klar. Die deutsche Wirtschaft hat mit Blick auf Südafrika ein Long-Term Strategie. Das zeichnet sich auch dadurch aus, dass insbesondere deutsche Unternehmen, und wir sind da sehr diversifiziert aufgestellt, auch mit vielen Klein- und Mittelständlern, lokale Partnerschaften mit südafrikanischen Partnern eingehen, dass wir sehr viel auch investieren in die Ausbildung unserer lokalen Partner wie auch der Arbeitnehmer in unseren Fabriken in Südafrika. Und wir sehen Südafrika nicht jetzt lediglich als einen Handelspartner, wo es mal hochgeht, aber auch mal runtergehen kann, sondern die deutsche Wirtschaft ist in Südafrika strategisch aufgestellt für das Land und seine Menschen, aber auch für die wirtschaftliche Entwicklung auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Vielen Dank. Herr Frese, zum Abschluss noch einmal die Frage an Sie. Wir haben jetzt gehört, welche Möglichkeiten es gibt, mit South African Airways hinzufahren, was Mr. Nizami gesagt hat, was in Zukunft alles passieren soll. Wie wichtig ist denn jetzt Südafrika für der Tour als Long-Distance Destination sozusagen in dem Portfolio, was Sie auch haben? Also für uns zunächst mal, thank you very much for announcing the increase of the number of seats to South Africa. I really appreciate it because this is the key to success. If we don't have affordable seats, we can't sell. Nein, der Südafrika-Tourismus, der ist sehr, sehr bedeutend für uns. Ich möchte mal so ein bisschen Vergleiche nennen. Es ist immer schwierig zu sagen, so und so viel von unserem gesamten Aufkommen. Das würde der Sache nicht gerecht werden. Ich mache einen anderen Vergleich. Wir sind bei Weitem der Marktführer nach Nordamerika und nach Kanada. Wir haben nach Südafrika genauso viele Gäste wie nach Kanada. Wir haben nach Australien genauso viele Gäste wie nach Südafrika. Das heißt, Südafrika ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein für uns. Und das zeigt ja auch, ich hatte ja vorher gesagt, dass wir die Reiseakademie zweimal schon in Südafrika hatten. You mentioned before that you are very lucky to have 80 journalists with Thomas Cook in South Africa lately. I just wanted to mention that we had twice already 700 travel agencies in South Africa, which we educated and showcased the country. So es ist tatsächlich, auch das bedeutet schon die Wichtigkeit, die wir haben. Und wir haben jetzt zurzeit natürlich auch eine Zeit, wo das Land einen enormen Preisvorteil bietet. Das heißt also ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich möchte noch mal betonen, Südafrika hat einen wahnsinnigen Vorteil. Die meisten touristischen Destinationen sind in irgendeiner Weise austauschbar. Insbesondere was die Badedestinationen angeht. Südafrika ist nicht austauschbar. Die Vielfalt, die sie haben, die kulturelle Vielfalt, die landschaftliche Vielfalt, sie haben die ganzen Safaris, sie haben die Kombinationsmöglichkeiten mit Namibia, neuerdings mit Mosambik, wo sie enorme Möglichkeiten noch in Zukunft haben werden, die wahrscheinlich auch alle irgendwie durch Südafrika reisen werden.
Also das ganze Gebiet, das südliche Afrika, ich rede immer vom südlichen Afrika, hat ein enormes Potenzial für Tourismus. Und das Gute ist, wie gesagt, dadurch, dass die Bevölkerung breit am Tourismus partizipiert, dass eben die Gelder nicht nur in eine Ecke fließen, sondern dass sie sich auf viele, viele, viele Betriebe verteilen, erhöht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und das merkt man, das gibt die Sicherheit, das gibt dieses Wohlbefinden, wenn man durchs Land fährt. Man fühlt sich als Gast wohl, man fühlt sich, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und deswegen glaube ich, dass das in Zukunft noch bedeutender für uns wird, als es heute ohnehin schon ist. Wunderbar. Wie Sie gerade sehen konnten oder beziehungsweise gehört haben, ist das eine sehr aufschlussreiche Diskussionsrunde gewesen. Schade, dass sie jetzt leider schon zu Ende ist. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Frese, Mr. Nesami, Herr Wenzel und Mr. Poleli. Das war wirklich toll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Toll, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie ganz bald nach Südafrika kommen. Wenn Sie noch nicht da gewesen sind, es lohnt sich auf jeden Fall, in dieses wunderschöne Land zu reisen und das genau unter die Lupe zu nehmen. Schönen Tag.